So, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen kurzen Projekt. Naja, kurz weiß ich jetzt nicht. Wir spielen gemeinsam Homeworld Remastered. Das hier ist gerade mal Homeworld 1, der erste Teil, der 1999 auf den Markt kam und jetzt in FullHD vorliegt. Die Texturen sind natürlich komplett überarbeitet worden. Und ich bin jetzt über dieses Spiel gestolpert, also ich habe das bisher noch nie gespielt, ich kenne Homeworld so an sich gar nicht. Ich bin die letzten Tage einfach nur drüber gestolpert, weil ich auf der Suche nach einem neuen Echtzeitstrategiespiel war oder generell auf der Suche nach einem Strategiespiel war, was mal wieder richtig ansprechend ist. Und viele Leute haben geschrieben, dass Homeworld sehr, sehr gute Story besitzt und ein sehr interessantes Gameplay aufweist. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt auf YouTube, fand das ganz interessant und habe es mir jetzt mal geholt. Ich habe auch schon ein bisschen reingespielt hier im Spieler gegen Computer. Das ist so eine Art Skirmish-Modus, wie man es aus den Uralt-Teilen von Command & Conquer noch kennt. Und muss sagen, ich finde es wirklich toll und ich würde gerne ein Let's Play dazu machen, aber das Thema ist es kommt halt einfach drauf an, wie das Spiel so dir und mir gefällt. Und darum habe ich gesagt, wir zocken jetzt einfach mal das Tutorial gemeinsam durch. Und wenn ihr sagt, yo, passt, und wenn ich auch sage, yo, passt, dann folgt vielleicht ein Let's Play der Einzelspielerkampagne, sowohl vom ersten Homeworld als auch vom zweiten. Und in den Multiplayer guckt man dann vielleicht auch nochmal rein. Aber bevor ich jetzt lange rede, wir sind eh schon wieder bei fast 2 oder 3 Minuten, starten wir einfach mal das Tutorial. Und ich habe gar keine Ahnung, was auf mich zukommt, weil ich, wie gesagt, bisher nur dieses Spieler gegen Computer kurz ausprobiert habe. Und vorab, ich habe haushoch verloren. Also ich drück dann mal, ne? So. Tutorial. Ach, das ist in mehrere Missionen aufgeteilt. Einführung in Homeworld Remastered. Dieses Tutorial behandelt Kamerasteuerung, Einheitenauswahl und Bewegung. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, weil mit der Bewegung kenne ich mich noch nicht so ganz aus. Das machen wir einfach mal. Und nicht wundern bitte bei dem Ladescreen in Homeworld, da friert mir das Spiel jedes Mal ein. Ich habe keine Ahnung, warum es das macht. Laden tut es auf jeden Fall. Aufnahme läuft auch mit. Und ich bin eh schon am Überlegen, ob ich die dann rausschneiden soll. Aber gut. Gameplay-Grundlagen. Welcome to the Homeworld training mission. This tutorial will cover the user interface, camera control, unit selection, and movement. Our first priority is the taskbar. The taskbar provides you with a variety of information about what you currently have selected and provides you easy access to basic commands. Click OK to continue. Ja, ich drück gleich OK, gute Frau. Also das Spiel ist komplett in Englisch. Es gibt leider keine deutsche Sprachausgabe. Das Einzige, was wir haben, das sind deutsche Untertitel. Aber ganz ehrlich, ich bin es in letzter Zeit fast schon gewohnt, so zu spielen, weil ich stelle mittlerweile alle meine Spiele auf englische Spracheingabe mit, Sprachausgabe, Entschuldigung, mit deutschem Untertitel, vor allem Dying Light und so, da merkt man einfach, dass die Synchronisation besser klingt und ja, ich drück mal auf OK. You can minimize the taskbar by clicking on the flashing icon or pressing backspace. Do this now. Backspace, ich drücke mal Backspace. To bring the taskbar back, keep pressing backspace. Do this now. Good job. Ach so, ja, okay, The recall window displays all previous speech in the mission. Click on the recall icon to display all previous speech in the mission. To exit the recall window, click close. Ach du meine Güte, das heißt, es ist eigentlich wie die Vorratsdatenspeicherung von der Bundesregierung. Hier wird einfach alles aufgezeichnet. Ich glaube, die schicken das auch direkt an die NSA. Throughout the game, objectives will be assigned to you. Objectives give you information on what you must accomplish in each mission. Click OK to continue. Ja, okay. You have just been issued a new objective. To access the objective screen, click on the flashing icon. Do this now. Also das ist ja eigentlich vom Aufbau her... Good job. This is the objectives screen. Click the Learn how to play Homeworld objective to get more information on it. To exit the objective screen, click on the Close button. Primärziele. Lernen Sie, wie man Homeworld spielt. Okay. Ach, cool. Machen Sie sich mit den Grundzügen von Kamerasteuerung, Auswahl und Bewegung von Einheiten vertraut. Okay. To issue orders, you must first select the ships you want to command. Click OK to continue. Da startet was? Das ist komisch. Left click on the scouts to select them. Scouts selected. New reinforcements available. A second scout squadron is launching. To select multiple squadrons, first hold down the left mouse button and then drag a box around both scout squadrons. Natürlich. Do this now. This is called drag selecting. Ja, Drag Selecting, also quasi wie in jedem alten RTS-Game. Click OK to continue.
Das kennen wir ja schon aus Command & Conquer. Notice that the taskbar has been updated with your selection. The taskbar lists all currently selected ships. Ships can be selected by left-clicking, drag-selecting, and by clicking on the ship icon in the taskbar. Ja, ich muss jetzt gerade nochmal schauen wegen der Maus, ob ich die vielleicht nochmal einstellen kann, weil die zieht so komisch hinterher. Wenn ich jetzt so hin und her scrolle, dann hat die fast eine Sekunde Zeitversatz. Ja, keine Sekunde, das ist übertrieben. Vielleicht eine halbe Sekunde Zeitversatz. Das ist ungewohnt. In order to master space combat, you must first learn how to control the camera. At Oh this ja. point, the camera is focused on a squadron of scouts. Click OK to continue. Diese Fokussierkameraführung oder wie auch immer man das nennen soll, die finde ich immens geil. Damit habe ich gern schon rumgespielt in den alten Command & Conquer Hold down Teilen. the right mouse button and move the mouse to rotate the camera. Do this now. Als du nämlich dann den Einheiten permanent Excellent folgst. work. Click OK to continue. Die auch wirklich sehr nett designt sind. Also die Grafik ist natürlich trotz HD-Remake jetzt nicht unbedingt auf nagelneuestem Niveau, aber ich muss sagen, das Spiel sieht so an sich wirklich ganz schön aus. Continue practicing camera rotation. When you are ready to move on, click OK. So, hier rein und raus zoomen geht natürlich auch. Kann ich die befehligen? Ja, genau. Genau, das ist dieses Fokussiert-Ding, das gab es in den alten Command & Conquer Teilen auch. Ich glaube, ab Tiberium Wars war das, glaube ich. Nee, ab Generals, da gab es das leider nicht mehr. Fand ich schade, ich habe damit immer gern rumgespielt. Auch wenn es jetzt keinen größeren Sinn hatte. Ja, doch, ist ganz neckisch. Komm, wir machen mal weiter. To zoom the camera, scroll the mouse wheel or hold down both mouse buttons while moving the mouse forwards and backwards. Practice camera zooming. Das ist voll umständlich mit den Good work. Maustasten. When you are ready to continue, Ja, wir sind to pan the bereit. camera, move the mouse cursor to the edge of the screen. Do this now. Excellent work. Click OK to continue. The arrow keys on the keyboard also pan the camera. Now, so. pan the camera until the scouts are no longer in view. Ich weiß nicht, ich will irgendwie standardmäßig immer mit WSDA die Kameraführung übernehmen. Das funktioniert aber in dem Spiel gar nicht. Good work. Das sind die Pfeiltasten. Click Da, OK ja, komme ich to auch mal continue. drauf. Or keep practicing camera panning. Nein, komm, Frau, wir drücken auf OK. To focus the camera on a ship, press the middle mouse button or use the focus key. This snaps the camera to the currently selected ship. In this case, the scouts. The default focus key is F. Ja, genau. F für Fokus. Excellent Ach, das work. geht so auch, okay. To focus on an unselected ship, hold down the Alt key and left-click on the object. Try this now. The next topic is the Sensors Manager. Ja, jetzt warte mal. Jetzt gehen wir erstmal auf den. Ach so, alt war das, ne? Hier genau, fokussieren. To activate the Sensors Manager, press Spacebar or click on the Sensors icon on the taskbar. Ach, da drunten kommen wir also auch in diesen The Sensorbereich. Sensors Der ist Manager richtig geil. allows you to see the game world from a much greater distance and is used for strategic movement and command of ships. Click OK to continue. Es ist wirklich nett gemacht. Ohne dem Ding wärst du wirklich hoffnungslos verloren in dem Spiel, habe ich schon festgestellt, weil man verliert im Eifer des Gefechts doch mal ganz schnell den Überblick. Und dann ist es praktisch, wenn man dieses Teil hier hat. The two green dots represent the two scout squadrons. From the Sensors Manager, you can see distant objects such as these asteroids. The Sensors Manager also displays objective information. Click Camera Control and Ship Selection work as normal in the Sensors Manager. All ships have a Tactical Overlay, or TO for short. TOs help identify friendly and enemy targets. Click OK to continue. Friendly ships will have green TOs. Enemy targets will have red TOs. Allies have yellow TOs. Click OK to continue. Das ist ein bisschen bescheuert gemacht. Das hätte ich von der Farbverwaltung vielleicht anders angegangen. Vielleicht, dass die eigenen Einheiten eine blaue Farbe haben und verbündete Einheiten grün oder umgekehrt. Aber gelb ist für mich immer so neutral, weißt du? Tab cycles through all various TO settings. Some settings display more information than others. Experiment using the camera in the Sensors Manager now. To return to the normal view, press Spacebar. Ja. Lass mich mir erstmal mit Tab rumspielen. Ach, da kannst du die Dinger ein- und ausblenden. Ach, und das Ding, was da blinkt, das Dreieck, das ist die ausgewählte Einheit jetzt quasi. Ah, ja. Hätte man vielleicht auch schöner lösen können, weil das sieht man zwar jetzt relativ gut, aber wenn man dann mal irgendwie, was weiß ich, 500 Jäger hat oder so, dann sieht man das Blinken natürlich nicht mehr.
Wenn du dann eine bestimmte Einheit haben willst, ja gut, ich spiele weiter. We will now cover ship movement. To effectively command your fleet, you must learn how to navigate 3D space. Click First select a scout squadron. Remember, you can left-click or drag-select the desired ships. Ja, komm, wir nehmen halt beide Flotten. Now, right-click on this group of asteroids to issue a right-click move command. Understood. Well done. Right-click movement orders a ship to move to a specified landmark. For example, another ship, an asteroid, or a piece of debris. Remember, you can rotate and zoom the camera while issuing a move command. Click OK to continue. Also das ist halt wirklich geil gemacht mit der Kameraführung und der Fokussierung auf Einheiten. Vor allem, wenn du dann in einem Schlachtgeschehen bist. Das ist fast schon Kino-Feeling. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch, ich muss sagen, es ist fast schon filmreif, wenn man die Schlachten natürlich richtig angeht. The scouts have reached their destination. Ships can also be moved to any point in space. Click OK to continue. To use the movement disk, right-click on empty space or press the movement hotkey M. Do this now. Was rechtsklicken? Good work. Ah ja. The movement disk represents the current plane the selected unit is on. Right-click on a desired location to issue a move order. The ship will now move to its target destination. The next lesson will cover vertical movement. While right-click movement covers most situations, vertical movement is needed to gain tactical advantages. Click OK to continue. Ja, Moment, ich drücke gleich. Bring up the Sensors Manager. Notice the ping on the map is above the world plane. The world plane is the horizontal disk at the center of the map. Oh Click Gott. OK to continue. Oh Gott, viel zu viel Geblinke. To use vertical movement, first select a ship. Okay, muss ich das im Sensor-Manager machen? Now, Keine bring Ahnung. up the movement disk by right-clicking on empty space or pressing the movement hotkey. Movement Hotkey, das ist M. To raise or lower the destination point, hold down the left mouse button and move the mouse up or down. Order one of your ships to move to the ping on the map using the 3D movement. Nee, ich sehe nix. Moment. Der Ping auf der Map, also da sind sie... Nee. Was für ein Ping auf der Map? Ach, dahin. Moment. Das war hier so und dann da so rauf, ne? Genau. Fliegen die da jetzt hin? Bringen sein Schiff hierher, ja? This concludes this tutorial. Ah, man muss extra nochmal Practice using the klicken. camera, selecting ships, and issuing move orders. When you're ready to move on, click OK to proceed to the Pass next mal auf, tutorial. das war jetzt so nicht ganz überrissen. Nehmen wir mal die Einheit, die schicken wir jetzt zum Träger zurück. Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Das heißt, so fliegen wir einfach nur horizontal. Nee, das wollte ich gar nicht. Halt, stopp. Wenn wir ihn dahin fliegen, dann rechte Maustaste, nee, die linke Maustaste, glaube ich, gedrückt halten, oder? Ja, genau, so geht das dann in die Höhe. So, Moment mal kurz. So, ich glaube, jetzt überreiße ich das langsam, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ganz cool gemacht. Ach so, das war's schon wieder, oder wie? Dann haben wir hier wieder einen kleinen Frozen-Screen. Und dann spielen wir gleich mit der nächsten Mission weiter. Also ich glaube, ich werde die Ladebildschirme in Zukunft einfach rausschneiden. Rohstoffe bauen und This Kampf. tutorial will cover resourcing, shipbuilding, and combat. To build ships and research new technology, you will need to harvest resources. Resources can be gathered from asteroids and salvage containers. Click OK to continue. Okay, das ist komisch. Jetzt ist die Zeitverzögerung von der Maus weg. Die reagiert jetzt instant, so wie auf der Windows-Benutzeroberfläche. Ich werde aus dem Spiel manchmal nicht schlau. To harvest, select the resource collector and right-click on the indicated asteroid. Do this now. Jetzt zieht sie wieder so komisch hinterher. Pass mal auf, ich gehe mal ganz kurz... Boah, ich muss mich dran gewöhnen, dass nicht Escape für Optionen zuständig ist, sondern F10. Steuerung, Auswahl, Kamera, Wiederherstellung, Taste löschen. Das ist aber... Steuergruppen, Taktikformation, Pipapo. Da kannst du nicht die Mausempfindlichkeit festlegen. Das gefällt mir nicht. Das ist für die HUD-Größen. Spiel, Befehlsfeedback-Verzögerung. Gameplay und Kameraeinstellungen ändern. Wenn ich das auf 0 setze, was passiert denn dann? Zurück ins Spiel. Weiß ich nicht. Moment, ich probiere da nochmal ein bisschen rum. Dauert nicht lang, es geht gleich weiter.
Machen wir einfach mal 100%. Und zurück ins Spiel. Ready. Was ist denn, wenn ich den jetzt bewegen will? Understood. Also ich habe gar keine Ahnung. Aufgabenziele. Jetzt muss ich nochmal lesen. Eine Ladung Rohstoffe sammeln und zum Trägerschiff zurückbringen. Da haben wir eine Rohstoffsammeleinheit. Und da hätten wir auch gleich einen Asteroiden. Resources locked in. Additionally, pressing the Harvest hotkey, H, will order selected resource collectors to harvest nearby resources. Click OK to continue. Das ist clever. Das hätten sie in Command & Conquer vielleicht auch mal einbauen sollen. Dann wären die Sammler eventuell nicht auf die Idee gekommen, das Tiberiumfeld hinter der feindlichen Basis zu sammeln. Production ships, like this carrier, can build ships. Click the Build button, B, to open the Build Manager. Sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, aber es gibt auch Lichteffekte in dem Spiel inzwischen. Das ist richtig cool gemacht. Also muss man schon mal so sagen, auch wenn die Grafik relativ simpel ist, aber okay. Wir bauen eine Flotte. The currently displayed menu shows the available fighter class ships that can be built. Click OK to continue. Click on the scout icon to begin construction of a scout squadron. So, ganz schön teuer, 350. Notice how the progress bar increases, indicating the status of the current build task. So, dauert jetzt ein bisschen. Also das ist quasi wie ein mobiler Stützpunkt, dieses Trägerschiff. Das können wir auch ausbauen. Ist aber nicht das Hauptschiff einer Flotte. Also für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen, wir haben später im eigentlichen Spielverlauf ein gigantisches Mutterschiff. Und wenn ich gigantisch sage, dann ist das von dem Größenvergleich her mit den anderen Schiffen wirklich gigantisch. Und das kannst du eigentlich mit Modulen ausbauen. Das kannst du gleichsetzen mit der Gebäudeproduktion von Command & Conquer. Nur, dass du eben nicht auswählst, wo du die Gebäude hinsetzen willst, sondern die werden auf vorgegebene Modulflächen gebastelt. Oder gesetzt, so wie das hier zum Beispiel. Das ist eine Modulfläche, das ist eine Modulfläche. Und da kannst du dann verschiedene Sachen platzieren, wie zum Beispiel eine Forschungsstation oder, keine Ahnung, was haben wir noch? Außer Forschungsstation wäre ein spezielles Modul zur Herstellung von größeren Raumschiffen und so weiter. This is the Research Manager. Wir forschen jetzt erst einmal. Enhanced Scout Sensor Technology is available for research. This improves Scout Sensors. Click on Enhanced Scout Sensors to research Enhanced Scout Sensors. Okay, machen wir natürlich. Ich klicke dann mal. Each research item will unlock new build or research options to enhance your ships. Deciding what to research or upgrade is critical for victory. Click OK to continue. Ich konnte gerade gar nicht auf OK drücken, du doofe Nuss. Wir sollen jetzt das Ding wahrscheinlich erforschen, bis wir fertig sind. Die muss übrigens auch nicht jedes Mal sagen, dass wir auf OK drücken sollen. Das kapiert man doch. Da haben es die Entwickler, glaube ich, ein bisschen zu gut gemeint. So, und da haben wir einen Hangar, durch den man da auch durchgucken kann. Das finde ich klasse. A squadron of bombers has been constructed and an unarmed torpedo frigate has been provided. Click OK to continue. Okay, ja, danke. Die stellen uns gleich mal eine halbe Flotte zur Verfügung, finde ich super. To attack a target, select the bomber squadron and right-click on the torpedo frigate. Order the bombers to attack the torpedo frigate now. Ach, da haben wir die Torpedo-Fregatte. Acknowledged. So, was haben wir jetzt da ausgewählt? Aufklärer und Bomber. Der Aufklärer wird uns natürlich nichts bringen, die sind meist unbewaffnet. Ja, wobei, ich könnte sogar angreifen, bringt aber nichts, weil die sehr, sehr schwach sind. Also, die dienen wirklich nur der Aufklärung. So, und jetzt machen wir nochmal das mit dem Fokussieren. Ah, ja. Attack the 3 frigates now. Was, warte, wie? So auswählen, oder wie? Nee, gute Frau, reden Sie nicht so schnell, ich komme da nicht mit. Halten Sie die STG und ziehen Sie einen Rahmen beide Ziele herum auf, um den Angriff zu beginnen. Sprich, diesen hier. Ich soll vielleicht auch meine Einheiten auswählen. Course set. Ach so, okay. Dann gehen sie aber trotzdem auf dasselbe Ziel los. Es ist ja sehr sinnvoll. Ne, die teilen sich doch auf. Ja, okay. Ja, solange die nicht zurückschießen, ist ja alles cool. Flakfregatte, Torpedofregatte. Ich muss übrigens auch noch schauen, mit welchen Schiffen man welche Jäger und Fregatten und so kontert. Da habe ich noch gar keine Ahnung. Aber Bomber scheinen sehr gut gegen Torpedofregatten oder generell gegen Fregatten zu sein. Sollte ich mir merken.
Ich habe immer nur mit Abfangjägern gespielt, um gegnerische Schiffe zu kontern. Das hat nicht so gut funktioniert. Congratulations. You now understand all the basics required to play Homeworld. Achso, das war's. Ah ja, und jetzt sagt sie übrigens nicht, dass wir auf OK drücken sollen, um weiterzumachen. Die Frau lernt. Aber theoretisch müsste jetzt noch ein Tutorial kommen, weil wir haben ja eigentlich 3 Missionen gerade gehabt im Auswahlfenster. Bin gespannt. Ja, Tatsache. Erweiterte Befehle. Ich glaube, jetzt wird's interessant. This tutorial covers control groups, special actions, and advanced commands. Control groups allow you to select a group of ships and assign them to one of the 10 number keys. Ja, das kann man ja schon aus Command & Conquer oder anderen Strategiespielen. Wir könnten denen jetzt hier zum Beispiel sagen, ihr seid Team 1, ihr seid, was weiß ich, Team 2, kennen wir ja schon, aber wir müssen nach Tutorial spielen, die wollen, dass wir alle 3 auswählen. Ja, okay, ist ja gut, ist ja gut. Now press the control key and the number 1. You have now assigned that group to the number 1. From now on, pressing the number 1 key or clicking on the 1 icon on the taskbar will select Group 1. Click pressing the number 1 twice will also focus the camera on the interceptors. Up to 10 groups can be assigned. Alter, ist das laut. Corresponding to one of the number keys. Es ist so höllisch laut, wenn sich irgendwelche Schiffe per Hyperraum hier reinbeamen. Na. Now assign the newly arrived bombers to Group 2. Ready. Könnt mal ausprobieren, wenn ich jetzt einen Doppelklick auf die mache. Ah ja, dann wird automatisch der gleiche Einheitentyp ausgewählt. Now, order Group 2 to attack the enemy frigate that is just hyperspaced in. Hyperspaced in, aha. Attack vector laid in. Ist ja eh schon beschädigt. Eine schwere Raketenfregatte. Ich bin gespannt. Muss schon sagen, es ist wirklich geil gemacht. Standing by. Pass mal auf, gehen wir mal in die Nahansicht. Group 2 reports complete. Well done. The next lesson covers special actions. Special actions vary from ship to ship. The carrier that has just arrived has a cloaking generator. To use special actions, first select the carrier. Confirm. This tab displays all special actions. Currently, only the cloak ability icon is active. Press the cloak icon to activate the carrier's cloak generator. Oder das Shortcut C, wie es hier angezeigt wird. Special actions are also activated via the Shift menu. To access the Shift menu, hold down Shift and right-click on a ship or empty space. Using either the Special Actions commands icons on the taskbar or the Shift menu, order the carrier to decloak. Ah ja, das ist wirklich sehr interessant. Besondere Signale, ich reparieren, tarnen, erobern. Hier müsste ich jetzt eigentlich tarnen abschalten können, oder? Macht aber irgendwie nicht. Standing by. Ja, egal, dann entcloaken wir Cloaking mal. offline. Unlike cloak, some special actions require a target. This marine frigate is one such example. Marine frigates are used to capture enemy ships. To capture an enemy ship, select the marine frigate and right-click on the enemy frigate. You can also use the capture icon or the Shift menu. Moment. Bewegen, angreifen, bewegen und angreifen. Das heißt mal Rechtsklick. Capture target acquired. Stand by for insertion. Jetzt haften die sich einfach nur dran, oder wie? Stand by for contact. See you inside. Ready. Ah ja. Und jetzt haben die hier ihren komischen Traktorstrahl. Ich weiß nicht, ob das ein Traktorstrahl ist. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und da hast du die Leiste, die dir anzeigt, wie der Eroberungsfortschritt aussieht. Das dauert natürlich eine Weile. Und ich weiß nicht, ob die eigenen Einheiten so ein Schiff weiter angreifen würden, wenn es jetzt ein richtiges Gefecht wäre. Manch einer hat berichtet in Testberichten, dass das leider Gottes der Fall ist, aber ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Good work, people. The bridge is ours. Jetzt gehört das Ding uns, oder wie? Das ist ja interessant. Das heißt, du kannst deine Flotte aufstocken, indem du einerseits Schiffe baust oder eroberst. Tactics govern how ships react to the enemy targets. Click OK to continue.
Ja, funkt mir doch nicht immer dazwischen, wenn ich das was sagen will. Also man kann seine Flotte auch aufstocken, indem man Schiffe einfach erobert. Und was ich auch noch sagen wollte, das habe ich gelesen, ist von Mission zu Mission so, dass man seine Flotte mitnimmt. Man muss also nicht immer wie bei Command & Conquer von Null her anfangen, sondern man übernimmt tatsächlich die Schiffe, die man zum Schluss der letzten Mission hatte. Und dementsprechend soll aber auch der Schwierigkeitsgrad sich dem Spieler anpassen, so wie es scheint. Units set on aggressive will retaliate against all enemy targets. Ships on defensive will defend friendly ships but will not pursue enemy targets. This is the default tactic. Passive tactics order units to stand down. They will not engage the enemy under any circumstances. Tactics will also change the formations ships use. Click OK to change tactics for selected ships. Click on the desired tactic on the taskbar. You can also use the tactics hotkeys. Ja, okay, also Hotkeys merke ich mir ja meistens eh nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Gehen wir da einfach mal bei allen auf Defensiv. Passiv, aha. Strike groups are tactical formations of ships designed to support each other in battle. Click OK to continue. Moment. Drag select all of these ships. Ich sehe nichts, ich sehe nur leeren Weltraum, danke. Reporting. Markieren Sie alle bezeichneten Schiffe per Rahmenauswahl oder mit der Umschalttaste. Die bezeichneten Schiffe? Wir haben ja gar keine Schiffe hier. Ach, da unten meinst du, oder was? Confirmed. Alter, die sind ja am Arsch der Welt. Wo sind denn die bitte? So, die sind ausgewählt und, warte, was nun? Oder mit der Umschalttaste? Acknowledged. Soll ich die irgendwo hinbringen? Copy. Oder ich wähle einfach mal alle Einheiten aus. Now, select a strike group formation from the strike group rollout on the taskbar. Das heißt, das wäre eins dieser Dinger hier. Machen wir einfach mal die Clown-Formation. Well done. Strike groups are more efficient than the collection of their parts. However, you will notice that a strike group will only travel as quickly as its slowest unit. Therefore, a strike group is a trade-off between speed and efficiency. Ah, ja. Waypoints allow you to move your ships along specified paths. This can be used to move around asteroid fields or to set up sneak attacks. Click OK to continue. Moment, ich muss meine Flotte erst wieder finden. Hotkey Flotte? W to enter waypoint mode. While in this mode, you can queue a series of move commands. Your ships will move to each destination point in sequence. Practice this now. Waypoints can also be used to issue common commands such as attack or harvest. However, once a command is issued, the waypoint path ends at that point. To end the waypoint, simply click on the waypoint icon, the hotkey W, or press escape. Weißt du was, das probieren wir jetzt einfach mal mit der Einsergruppe. Wegpunkte setzen. Das ist, wenn ich jetzt sage, hier, hier, hier und wieder hier hin. Um den Wegpunktmodus zu verlassen, drücken Sie Hotkey W oder Escape. Wenn ich jetzt sage W, dann fliegen die da. Mich würde es allerdings interessieren, ob die Patrouille immer wiederholen oder ob sie dann aufhören, sobald sie da wieder ankommen, weil das war in Operation Tiberian Sun von Command & Conquer so. War ein bisschen blöd gemacht. Ich hätte dann nämlich ganz gern Einheiten befohlen, permanent, um den Stützpunkt zum Beispiel zu patrouillieren. Oder um ein Tiberiumfeld zu patrouillieren, um es einfach zu bewachen. Und da gucke ich jetzt mal ganz kurz, ob die das machen. Aber die fliegen die Punkte einfach nur ab. Das heißt, die werden wahrscheinlich da wieder stoppen. Ja, doch, die stoppen einfach nur wieder. Egal, wir machen mal weiter. You have now successfully completed the final tutorial for Homeworld. If you wish to practice these skills, you will be confronted by ever-increasing Vigor strike forces. Mit stärkeren Angriffsgruppen? Ja, warum eigentlich nicht? Kleines Gefecht wäre ganz nett. Aufgabenziele. Das Tutorial verlassen. Warum denn das Tutorial verlassen? Ich denke, es kommen jetzt noch stärkere Schiffe. Aber ich glaube, das war es soweit mit dem Tutorial. Pass mal auf, was sagt denn unser Sensorik-Bursche hier? Momentan nichts. Also es ist nichts auf dem Radar. Ist halt auch die Frage, ob der
der so etwas sehen würde, wahrscheinlich eher weniger. Nein, ich glaube, dann war es das tatsächlich mit dem Tutorial. Es war ja relativ unspektakulär eigentlich. Also allzu viel Geballer gab es hier nicht. Na egal, haben wir das auch mal gezeigt. Und jetzt ist halt die Frage, wenn es euch gefällt, dann macht man ein Let's Play dazu. Schreibt es einfach mal da unten in die Kommentare rein. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Also es würde mich reizen. Muss ich mal so sagen. So, wo ist jetzt da? Also das Spielmenü, Tutorial neu starten, Option zurück zum Hauptmenü. Zurück zum Hauptmenü. Wirklich verlassen. Ja, das ist unser letztes Missionsziel. Verlassen. So, das wär's. Und ich werde mir jetzt natürlich noch den Multiplayer-Modus reinziehen, beziehungsweise Homeworld 2 vielleicht mal ein bisschen antesten. Beziehungsweise währenddessen die Videos hier bearbeiten und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war das Tutorial von Homeworld 1 im HD-Remake und wir sehen uns wieder entweder in der nächsten Homeworld-Folge oder in einem anderen Video. Je nachdem, schaltet wieder ein. Bis dahin, tschüss!